Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Geber und heute haben wir ein Special. Ich beantworte die Fragen aus der Community. Uns werden regelmäßig immer dieselben Fragen gestellt und meine Schwester wird sie vorlesen und dann beantworten wir die einfach jetzt direkt. Marc, kann ich eine Uhr auch bar bei dir kaufen? Ja, also muss man sagen, das ist eine Frage, die wird tatsächlich so am häufigsten gestellt. Was mache ich nur mit diesem Bargeld? Leider muss ich aber die Leute enttäuschen. Ja, wir haben keine Möglichkeit, Bargeld als solches anzunehmen. Wir bieten es als Zahlungsweise nicht an. Ich verstehe, dass viele Leute bar bezahlen möchten, aber wir haben leider PayPal, Kreditkarte, Klarna, dann haben wir jetzt seit neuestem BitPay mit Bitcoin da. Nutzen nicht viele Leute, aber das nehmen wir auch noch. Wir beschränken uns halt darauf und haben keine Möglichkeit, bei einem Kauf Bargeld anzunehmen. Dafür haben wir uns entschieden und ich denke, es ist auch zukünftig einfach die richtige Wahl. Von daher, es tut mir leider leid, aber da gibt es mit Sicherheit andere Händler, ganz kompetente Kollegen von mir, die das realisieren können für euch. Okay, du hast eben auch erwähnt, dass du Krypto annimmst. Besitzt du denn auch selber Kryptowährung privat? Also zurzeit jetzt nicht. Ich habe früher mal was so damit gemacht, aber ich habe tatsächlich immer alles verloren in dem Bereich. Also ich sage mal so, ich kann eine Sache und das sind Uhren. So, von daher, ich beschränke mich darauf. Es ist bei mir noch nie gut gegangen, genau mit Aktien. Das war auch alles immer katastrophal. Von daher, ich bleibe bei meinem Metier und das sind Uhren. Von daher, Kryptowährung habe ich jetzt so nichts mit zu tun. Bei dem Zahlungsanbieter BitPay läuft es auch so, quasi ihr überweist Bitcoin und ich kriege halt eine Überweisung in Euro. Dementsprechend, ich habe jetzt mit Bitcoin oder mit Kryptowährung so nichts zu tun. Ja, was wird in der Uhrenbranche eigentlich unterschätzt? Also ich glaube, was wird am meisten unterschätzt? Tatsächlich Boxen. Also Uhrenboxen werden unterschätzt. Die Sache ist, ihr müsst peinlichst genau darauf achten, die richtige Box zur Uhr zu haben. Es kann schon mal sehr teuer werden und ich rede jetzt hier nicht von 5.000 Euro, sondern man kann auch mal 7.000, 8.000, 9.000 Euro für die richtige limitierte Box ausgeben. Von daher unterschätzt, würde ich sagen, ist aktuell das Thema Boxen. Gerade für Vintage-Uhren habe ich selber auch einige sehr seltene Boxen einzeln gekauft und von daher, das ist eine Sache, die die meisten jetzt nicht auf dem Schirm haben tatsächlich. Okay, dann fragt jemand, dass er eine Uhr in der Schweiz kaufen möchte. Ist das ein Problem? Also in der Schweiz sind die Uhren aufgrund der anderen Mehrwertsteuer ein bisschen günstiger natürlich. Prinzipiell spricht nichts dagegen, eine Uhr in der Schweiz zu kaufen. Man muss nur sich in einer Sache im Klaren sein, dass wenn ihr einen Wohnsitz in Europa habt, dann müsst ihr diese Uhr bei der Einreise angeben. Ja, alternativ, wenn ihr das nicht macht, habt ihr die nächsten, ich glaube, es sind knapp über 10 Jahre, diese Nachweispflicht. Beispielsweise, ihr kauft eine Uhr in der Schweiz, tragt die 4 Jahre, alles geht gut, ihr werdet nicht am Zoll angehalten, was sowieso schon risikoreich ist. Ihr verkauft die Uhr an mich und bei mir wird dann am Ende etwas geprüft, dann ist es auf euch, wird das dann an euch weitergegeben und es geht immer in der Kette nachvollziehen. Also es geht immer in der Kette rückwärts und von daher, ihr solltet kein Risiko da eingehen. Ich weiß, sehr verlockend, solche Sachen nachzugehen, aber ich kenne tatsächlich keinen Fall, wo es in dem Sinne gut gegangen ist. Man muss auch eine Sache sagen, in der heutigen Zeit ist alles digital und gerade mit dem Thema Tax Refund, Global Blue und so weiter, ihr seid sehr gläsern und ich kann jedem nur vehement davon abraten, so ein Risiko einzugehen. Am Ende für vielleicht 500 Euro weniger so ein Risiko einzugehen, macht für mich keinen Sinn und ich kann euch nur davon abraten, aber selbstverständlich könnt ihr die Uhr da kaufen, wenn ihr gute Kontakte habt, ihr bekommt eine Daytona zum Listenpreis, dann meldet die doch einfach an, versteuert die, dann habt ihr auch einen schönen Nachweis und ich habe einige Uhren auch angekauft, die aus der Schweiz kommen, wo diese Dokumentation erbracht worden ist, das heißt, war eine BLNR, da hat dann jemand das beim Zoll angemeldet, dann kriegt er so ein Schreiben darüber, dass er das halt verzollt hat und das trägt natürlich am Ende auch zur Geschichte der Uhr bei und gibt einfach eine schöne Historie, von daher, so würde ich das sehen aktuell. Dann passend dazu eine Frage, wie läuft das, wenn du Uhren aus dem Ausland bestellst? Also gibt es da irgendwelche besonderen Bestimmungen oder hältst du dich da an etwas? Gute Frage, also ihr seht mich natürlich in meiner Arbeitsweise und im Chat viele Leute fragen auch immer danach, wie läuft das denn, kann ich da Uhren in Dubai einfach kaufen und so weiter. Bei mir läuft das ja ganz ein bisschen anders ab. Natürlich reise ich mal nach Dubai und spreche dort mit Händlern und mit Großhändlern. Am Ende ist es so, ich sitze hier in Deutschland,
Man unterhält sich, man kriegt halt Bilder der Uhren, man confirmt dann halt ein Paket, bestehend aus 20 Uhren, und anhand dieser Liste nimmt man dann eine Bestellung vor. Das Ganze wird ganz regulär verzollt, das heißt, ich bestelle 20 Uhren, die kommen beim Zoll an, kann mit FedEx, mit UPS oder so sein, und dann muss halt die Mehrwertsteuer, die deutsche Mehrwertsteuer nachbezahlt werden, und so wird das dann halt abgewickelt. Ne? Ich wüsste jetzt keinen Händler oder keine Uhr, wo es wirklich Sinn macht, eine Uhr in Dubai zu kaufen und dann hier mitzubringen oder danach. Das macht für euch eher weniger Sinn. Bei uns ist das so, es gibt spezielle Uhren, die irgendwo anders auf der Welt günstiger sind. Sagen wir mal Datejust 36 mm, die sind in Japan oder in Hongkong günstiger. Darum kann ich sie von da kaufen. Andere Uhren im Rolex-Stahl-Sportbereich ist komplett uninteressant oder MAPG ist komplett uninteressant. Und so gibt es immer unterschiedliche Sachen. Ich befolge da einfach die regulären Regeln, wie jedes große Unternehmen, das mit Uhren handelt. Und ja, von daher für euch Privatpersonen ist es ein bisschen schwieriger. Hast du dir quasi dein ganzes Wissen selber angeeignet oder ja, wie kann man deinen Beruf eigentlich überhaupt lernen? Auch eine sehr gute Frage, wird oft gestellt. Das ist ja jetzt kein klassischer Ausbildungsberuf. Ich würde jedem empfehlen, der den Wunsch hat, mit dieser Art von Materie zu arbeiten zu wollen, dass er so viele Kontaktpunkte wie möglich sucht. Das heißt, mein Job zum Beispiel ist ein ganz anderer als jetzt der bei einem Konzessionär. Dennoch ist das vielleicht ein guter Einstieg. Das heißt, solltet ihr jetzt Schüler sein, versucht mal ein Praktikum zu machen bei einem Juwelier, schaut euch das Ganze an, aber am Ende kann ich euch sagen, das, was ihr dort für eine Arbeitsweise lernt, unterscheidet sich natürlich von mir. Wir müssen flexibler sein, wir haben gebrauchte Uhren und sind am Ende breiter aufgestellt, aber das ist schon mal eine gute Sache. Das heißt, ich würde einfach bei Juwelier ein Praktikum machen und dann versuchen, so viel wie möglich einfach Videos zu gucken, in Kontakt damit zu kommen, und am Ende, ich kenne ja auch meine Community, jeder, der Uhren interessiert ist, weiß ja am Ende auch schon fast, die Uhr wird dafür gehandelt, und da muss man einfach gucken, dass man sich vielleicht mal bei so einem Händler bewirbt und da ein paar Monate arbeitet und dann einfach gucken, was man macht. Ne? Aber so, denke ich, ist der beste Einstieg. Was würdest du deinem jüngeren Ich denn raten? Also vielleicht auch jemand, der in diese Richtung gehen möchte. Man muss in der heutigen Zeit auf jeden Fall so an seiner mentalen Stärke arbeiten. Das heißt, man muss in Situationen, wo der Druck relativ hoch ist, versuchen damit umzugehen und sich nicht davon unterkriegen zu lassen. Und man muss halt bei seinen Prinzipien irgendwo bleiben. Ne? Dieser Uhrenhandel, das ist ein sehr undurchsichtiges Geschäft. Ich meine, wir machen sehr, sehr viele Videos. Ihr kennt mich am Ende besser als vielleicht eure Freunde, weil ihr mich jeden Tag seht, von morgens bis abends. Aber andere Uhrenhändler, das ist schon alles sehr untransparent. Von daher, ja, das ist so ein Teil, man muss auf jeden Fall mental sehr, sehr stark sein. Hat auch jemand geschrieben, dass du immer so gelassen bist, und was stellt dich denn überhaupt für eine mentale Herausforderung? Also gibt es sowas, wo du wirklich ja tief in dich hineingehen musst? Ja, natürlich. Also gerade wenn jetzt jemand sich nicht an seine Absprachen hält oder wenn man irgendwas ausmacht, jemand sich nicht daran hält oder sowas, damit kann ich nur sehr, sehr schwer umgehen. Also am Ende ist, ich werde jetzt nicht verrückt deswegen, ja, oder ich verliere nicht meinen Verstand, aber... Ich weiß nicht. Aber sowas ist zumindest innerlich, oder ich sag mal so, bei mir ist es anders. Ich treffe halt Entscheidungen und dann ist die Konsequenz halt unwiderruflich, sagen wir mal so. Das heißt, wenn irgendwas passiert oder so, genau. Okay, lassen wir das so stehen. Ja, dann kommen wir mal zu einer Eigenschaft von dir. Welche Eigenschaft denkst du, hat dich am meisten vorangebracht im Business? Willensstärke? Dass du selber dran geglaubt hast? Nee, es war mir manchmal gar nicht klar. Okay. Also, kam aber anders rüber. Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen abgedroschen, aber ich glaube Ehrlichkeit, weil am Ende ist es so, in dieser Branche zählt das Vertrauen und so, also das muss halt sehr, sehr groß sein. Es hat damit zu tun, Leute befinden sich auf der anderen Seite der Erde und man bestellt bei denen Uhren für 100.000 € und zum Beispiel bei mir genauso. Manchmal, ich verkaufe eine Uhr irgendwo anders hin, die wird dann exportiert und so weiter und die Leute müssen sich halt darauf verlassen, dass das alles so gemacht wird. Und damit meine ich nicht nur, dass immer, wenn man solche Geschäfte macht, passieren auch negative Sachen. Man vergisst etwas, es ist einfach, und von daher das Allerwichtigste für diesen Geschäftsbereich ist die Ehrlichkeit. Auch wenn es manchmal schwerfällt, manchmal hat man das so innerlich, dass man denkt, ja, aber vielleicht, ich sage dann doch lieber, nee, es ist nicht meine Schuld und so. Und ich glaube, bei mir funktioniert das so gut, weil man einfach ehrlich ist. Also wenn Mist passiert, dann passiert halt Mist und man steht halt dazu und das muss man als junger Mensch erst nochmal lernen, weil es einem keiner so sagt.
Aber ich glaube tatsächlich, das ist das, was mir am meisten auch bei anderen Händlern Kredibilität verschafft hat. Einfach konsequent die Wahrheit zu sagen, egal ob es gut oder schlecht ist. Dann auch eine sehr interessante Frage. Bei welchem Deal hast du tatsächlich am meisten Geld verdient? Wenn du das so beantworten kannst. Also prozentual der beste Deal war tatsächlich im letzten Jahr eine Submariner, hört sich jetzt unspektakulär an, aber es war so, und zwar ich hatte eine zerstörte Submariner ohne Datum gekauft und wir haben die Uhr vollständig restauriert über 3 oder 4 Monate. Und gemessen an der Zeit, ihr habt das vielleicht auch letztes Jahr mitbekommen, die Submariner No Date ist halt, sage ich mal, sehr stark gestiegen. Und da habe ich dann prozentual, sagen wir mal, fast mal 3 fast mal 3 an Profit gemacht. Ist natürlich jetzt in der Summe nicht so viel, ne, weil es ein Submariner No Date in Stahl ist, aber klar, sonst vom Wert her gibt es andere Uhren, wo man halt ein bisschen mehr verdient. Aber prozentual war das der beste Deal. Ich weiß, es waren mal 2,5 oder mal 3. Was für Produkte kommen von dir raus? Und in dem Zusammenhang auch suchst du neue Mitarbeiter. Ich denke mal, okay. Das geht beides einher. Stimmt. Also neue Produkte, das nächste Produkt, was wir rausbringen, ist, also das ist einer der nächsten Produkte, die jetzt rauskommen in den kommenden Monaten. Wir haben mit einem deutschen Hersteller uns zusammengetan und haben ein Werkzeugset rausgebracht. Es ist mehr aus einer Not entstanden. Ich selber, also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich beim Thema Bandelemente rausmache, durchdrehe. Also es macht mich tatsächlich wahnsinnig, weil dieses Loctite immer zu ist und diese Uhrmacher Schraubenzieher so klein sind, dass man keinen Drehmoment aufbauen will. Von daher habe ich mit einem Abonnenten tatsächlich, der arbeitet hier bei dieser Firma Viha, und da haben wir ein Bitsystem entwickelt, wo wirklich, egal ob Loctite oder nicht, man kommt perfekt dran, und das werden wir als Marc Gebauer rausbringen mit einem Set halt, was so von denen nicht vertrieben wird. Dementsprechend haben wir da ein Marc Gebauer Produkt. Dann haben wir das Parfum von mir. Als nächstes haben wir noch eine Decke, die auch eigentlich daraus entstanden ist, dass ich das selber zu Hause haben möchte. Wir haben einen Produzenten, der unter anderem auch für Loro Piana die Kaschmir-Sachen fertigt, und der macht mir eine Tagesdecke. Das sind so die neuen Sachen, und Mitarbeiter, wir suchen tatsächlich einen Product Manager, der genau hier ansetzt, und wir machen es halt alles gerade selber. Wir machen selber die Produkte und gucken, wo wir das finden, aber wir brauchen jemanden, der das Ganze weiterentwickelt. Ihr wisst, wir haben die Pullover, Popcorn, Kaffee und so weiter, und innerhalb dieser Produkte, das wird sehr gut angenommen. Wir haben tolle Partner da auch am Start, aber wir brauchen da in jedem Fall Unterstützung, dass sich jemand darum kümmert. Also falls ihr jung seid, sagen wir mal 25 bis 30, dann meldet euch gerne, schreibt eine E-Mail an ng@markgebauer.com, und vielleicht könnt ihr auch bald hier arbeiten. Wir sind am Ende vom Video angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden das Ganze auch nochmal auf Englisch machen. Da gibt es ein paar andere Fragen von dem internationalen Publikum. Das werden wir vielleicht mal in 2 Wochen drehen. Von daher, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo und ein Like da, und dann sehen wir uns das nächste Mal.